Hallo und herzlich willkommen nicht zu einer gewöhnlichen Sendung, sondern zu einem ausführlichen Gespräch mit der Boulderlegende Bernd Zangerl. Zangerl erzählt uns unter anderem, wie er dank Schamanenheilung sein Comeback feiern durfte oder warum er das Erschließen und Entdecken neuer Boulderlinien so faszinierend findet. Das Interview präsentieren wir euch in voller Länge, so quasi als Uncut-Video. Wir haben aber auch Kapitel angelegt, damit ihr zu den Themen springen könnt, die euch am meisten interessieren. Na dann wünsche ich ganz gute Unterhaltung und sage Film ab. Die heutige Sendung wird präsentiert von Bächli Bergsport und Petzl. Vielleicht ganz eine generelle Frage. Was ist mit der heutigen Generation Profikletterer los? Es sind ganz viele motivierte junge Kletterer. Was mit denen los ist, weiß ich nicht. Ist einfach anders. Die Zeiten sind anders wie früher. Gell? Anderer Zugang, andere Perspektive, andere Idee vom Klettern, glaube ich. Wir beschreiben jetzt mal ein Bild vom Highball Bouldering. Da habe ich kürzlich ein Bild gesehen auf Instagram von einem heutigen Profi. Da liegen unten ganz viele Matten. Was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas siehst? Für mich ist eigentlich nicht Highballing, wie wir kennen. So viele Matten, dann hätte man halt wahrscheinlich wildere Sachen gemacht. Aber ist nicht geschickt, vielleicht eine Top-Probe draus zu machen, bevor ich 20 Matten organisieren muss, die ganze Fläche auslege. Was macht noch Sinn? Was ist sinnvoll? Frage mich ab und zu, wenn ich diese Mattenbetten sehe. Am Fels, da scheinen dröhnende Ventilatoren, laute Musik und Matten zum Standard zu gehören. Was sagst du dazu? Traurig. Eigentlich finde ich es traurig, ja, weil es ist gerade so, also wie die Kletterhalle, die Boulderhalle wird halt jetzt in die Natur manövriert und ich benehme mich in der Natur gleich wie in der Boulderhalle. Aber der Aspekt Natur geht irgendwie komplett verloren und es ist eigentlich Natursportart. Also ich glaube, finde ich wirklich komisch ab und zu. So wie ganz viele, jetzt halt jeder hat einen Ventilator, weil wenn es die Profis verwenden, kann schlussendlich jeder verwenden. Aber wo ist da die Grenze? Und gerade das mit Sound und Musik finde ich schon eine gefährliche oder eine komische Entwicklung, weil nebenbei reden wir dann schon über Natur und das Draußensein und mit Freunden, oder den Respekt gegenüber anderen, aber das finde ich ist eigentlich respektlos gegenüber den anderen, gegenüber der Natur, gegenüber den Tieren. Also jetzt sind wir da und alle anderen sind uns eigentlich egal. Das ist so ein bisschen das, was transportiert wird, finde ich. Ja, ist schräg zum Beobachten, muss ich sagen. Eine letzte Frage noch, bevor wir dann einsteigen. Ist Babsi Zangerl deine Schwester? Nein. Das ist so eine große Frage. Ich muss nochmals recherchieren, ob ihr verwandt seid, weil ich weiß es gar nicht, denke eigentlich nicht. Und gestern habe ich einen Kumpel getroffen und habe gesagt, du, ich treffe den Bernd Zangerl, was soll ich ihn fragen? Ja, ist Babsi Zangerl seine Schwester? Und ich gesagt, ja, das frage ich dann. Nein, wir waren ja schon verheiratet, Schwestern. Wir sind vielleicht über ganz viele Ecken, sind wir so Großcousins. Sie kommt gerade aus dem Nachbardorf, aber wir könnten theoretisch heiraten, würde ich mal sagen. Aber ihr wart viel unterwegs zusammen? Ja, über Jahre. Die Barbara hat bei uns in der Boulderhalle angefangen und die Barbara war über Jahre mit mir, jede freie Minute waren wir eigentlich zusammen unterwegs. Also bis sie 8B gebouldert hat und sie hat angefangen bei mir mit 6A, also sind schon ein paar Jahre lang gewesen. Jede Minute habe ich die Mädels mit in den Wald genommen oder auf den Berg. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert im Vorfeld des Interviews und bin dann auf ein paar so Quotes gestoßen, ich glaube auf deiner Seite. Da sagst du zum Beispiel, es gibt nur Grenzen, die du akzeptierst. Welche Grenzen akzeptierst du denn? Welche Grenzen ich akzeptiere? Respekt gegen anderen Menschen und Umwelt. Wenn ich merke, dass ich andere Menschen störe, dann will ich das nicht. Also eher in diesem Bereich. Im Klettern akzeptiere ich nicht wirklich Grenzen. Dasselbe wie mit dem Körper, weil ich durch das Yoga oder durch meine Verletzung, glaube ich, einen anderen Zugang zu dem Ganzen entwickelt habe, wie es in unserer westlichen Welt eigentlich so gang und gäbe ist. Wenn Sie jetzt sagen, mit 40 Spitzensportlern, das geht ja eh nicht, das ist ja schon lange vorbei, an das glaube ich eigentlich schon gar nicht. Aber wir haben ein paar von den besten Ärzten der Welt schon ein paar Mal gesagt,
ich kann nicht mehr bouldern, ich kann das nicht mehr machen. Und ich bin immer noch dabei und mein Körper ist gesund und fit. Also eben, wer macht da die Grenzen? Gell? Also eigentlich kann man sagen, du akzeptierst nicht Grenzen, die dir andere setzen, sondern nur die, die du dir selbst setzt. Ja, ich komme ganz sicher an meine Grenzen im Bouldern und Klettern, aber auch ab und zu zwischenmenschlich, wenn man mal gefordert wird. Nein, ich glaube, die Grenzen muss man ausloten und so lernt man sich auch selber kennen, oder? Und nur wenn man Grenzen verschieben will oder lernen will und erweitern will, ist man lernwillig und lernt weiter. Aber von vornherein so gibt es halt eben oft so, das geht nicht und das darf man nicht und das darf man nicht. Das habe ich immer hinterfragt. Von wem kommen diese Aussagen und diese Aussagen kann man meistens ändern. Ein weiteres Quote, das ich sehr spannend fand, ist: Am Limit Bouldern ist kein physischer Zustand, sondern ein geistiger. Da habe ich mich gefragt, hier muss ich gar nicht mehr so arg trainieren. Das habe ich mir auch schon oft gefragt, ja. Also ich kann jetzt noch von meiner Sicht sagen, dass ich ab und zu für die ganz schweren Boulder, was ich geklettert habe, oder ich habe letztes Jahr vielleicht in Indien einen Boulder gemacht, einen Zug, das ist vielleicht ein Zug 8B+. Der Giuliano hat das so ein bisschen in den Raum gestellt. Das hat nichts mehr mit Kraft zu tun, sondern es ist eher ein Glaube. Ich gehe immer von einem perfekten Zustand aus, wie ein Shaolin-Mönch. Das heißt nicht, dass ich immer in diesem Zustand sein kann, aber ich habe ein paar Routen geklettert, die fühlen sich am Anfang so schwer an und du trainierst und machst und tust. Und dann kommt so ein Tag und du weißt nicht, was passiert, du steigst ein und du schwebst es rauf und es war gar nicht schwer. Deswegen habe ich mir immer schwer dann oft mit diesen Bewertungen, weil dieser Moment war gerade, das war easy. Und da drinnen zu bleiben, wäre natürlich eigentlich die Kunst im Klettern, weil da fängt das Klettern, glaube ich, erst wirklich an. Wenn man immer so befreit, so voller Freude oder so locker dahin gehen kann, dann geht es erst weiter. Und sonst ist das die Grenze vom Kopf, ich will das schaffen, ich will das Top erreichen, da limitierst du das schon ganz. Ich glaube, da brauchst du riesengroß zum Ausloten. Um in dem Zustand zu klettern, ja. Ja. Bei unserem letzten Treffen, da hast du gesagt, dich reizt insbesondere der Aspekt beim Klettern, so das Entdecken und Erstbegehen beim Bouldern. Was ist es denn, das dich dort so reizt? Ich habe mir das gestern überlegt, wieso mir das immer noch so Spaß macht. Ich habe so mit dem Bouldern angefangen. Es hat ja keine Bouldergebiete gegeben, mehr oder weniger. Man schon in Cristiano hat es ein paar Boulder gegeben, man wusste, es hat der Fred geklettert. Oder in Ceronico vielleicht 3, 4 Linien, wo man gewusst hat, das hat der Fred Nicole schon gemacht. Oder der Richie Siegner oder der Jana Mike. Und alles andere hat man ja nicht gewusst, was es ist. Und was Neues zu machen, dieses Abenteuer, was Neues zu machen, so wie ein neues Land zu besuchen, irgendwo hinreisen, jetzt einen neuen Felsen zu finden. Und das Coole ist, Putzen war für uns auch Abenteuer, weil du weißt ja nicht, was du findest. Ab und zu fängst du an putzen und ab und zu hoffst du, hoffentlich kommt noch ein Griff. Und ab und zu hoffst du, hoffentlich kommt kein Griff mehr. Es war jetzt eigentlich ein cooler, schwerer Boulder und dann kommt halt doch noch vielleicht ein Griff, dann ist es halt ein bisschen leichter. Das ist diese Emotionen, die da dabei sind. Die Erstbegehung schlussendlich, das ist das allerletzte Ende der Fahnenstange, würde ich jetzt mal sagen. Aber die schönsten Momente, das Entdecken, das Putzen, ich glaube, das ist das, was am meisten einer Freude macht. Und das gehört für mich alles zum Bouldern dazu. Und jeder entwickelt halt so selber eine Idee oder ein Auge, was er gerne sieht. So, ich habe halt Kanten und eigentlich alles, was unmöglich ausgeschaut hat früher oder was man nicht klettern hat können im ersten Blick, das haben wir uns näher angeschaut, ob man nicht doch Griffe findet zum Klettern. Also es ist alles kleine Abenteuer. Geht auch um die Kreativität schlussendlich, oder? Ja. Die man ausleben kann. Du schreibst ja auch auf der Webseite, beim Bouldern geht es um Kreativität, die Grenzen zu verschieben. Wie kannst du denn deine Kreativität beim Bouldern ausleben? Indem ich einfach immer nur neue Sachen mache. Ich glaube, das ist ja das Kreativste. Wenn du unterwegs bist oder du, wenn du schon einen Boulder hast, dass du dann sagst, okay, jetzt probiere ich den ohne Hände zum Beispiel zu machen. Ist ein reines Spiel, aber oder du probierst den Boulder nur mit einer Hand zu machen.
Oder der Richi macht ab und zu Traversen und sagt, er lässt jeden zweiten Griff jetzt aus. Ob das noch geht. Also es ist eine kindliche Spielerei. Und beim Bouldern, für mich eben schon das Neue. Weil wenn jemand das schon gemacht hat, das nächste 8b oder 8c, dann kann ich mir mittlerweile die Videos anschauen, ich kann es zu Hause abtrainieren. Da frage ich mich, das ist ein anderer Zugang, so wie ich als Bouldern angefangen und gelernt habe. Weil es ist einfach Fahrt, weil wenn es jemand schon gemacht hat, weiß ich es. Und ich bin so stark oder ich bin so geschickt in meinem Training, dass ich es früher oder später auch machen kann. Zu diesem Thema Spielereien, das hast du ja teilweise auf die Spitze getrieben. Da gibt es ja so ein Video von dir, da machst du einen Boulder, ich weiß nicht, wie der heißt, ein Cresciano ohne Hände. Also, der ist ja schon mit Händen ziemlich abgefahren, wo man so hochspringen oder sich hochstützen. Wie heißt der? Mein Cristiano, wir haben immer gesagt, das ist die Welle, Ja, die Welle, genau. wo ich so reingesprungen bin und dann so durchtraversiert bin. Da habe ich Wald probiert, ja. Aber ich glaube, in Gironico ist fast noch der coolere, der ist höher da. Der heißt sogar Senza Mano. Ich glaube, ist ein 6B-Boulder mit Händen. Und dann habe ich einmal geschafft, das Video eben, beim Video tue ich ein bisschen tabben, weil das Video habe ich erst nachher gemacht. Wir haben das so geschafft, oder ich habe das einmal geschafft ohne Tabbing. Und da siehst du einfach, wo das Klettern möglich ist. Weißt, wenn du so ein Gefühl hast für den Fels, das war für mich auch immer ein Einstieg in die Saison. Weil wenn ich das gemacht habe, dann ist dann nachher ziemlich egal, welche Tritte du antretest, weil du hast so ein Gefühl für den Körper und die Füße. Und in Gironica gibt es noch ein paar Sachen, habe ich wegen Verletzungen wahrscheinlich angefangen. Ich war verletzt, was tust, dann habe ich halt andere Sachen gemacht. Da gibt es echt ein paar Teile, die habe ich 7, 8 Tage investiert, dass ich sie ohne Hände geschafft habe. Dann sicher halt noch ein A-Boulder. Da gibt es auch ein Video von dem Gironico Boulder da. Ja, genau, gibt es auch eins. Das hat der Repul nachher, das habe ich Repul mal geschenkt oder nichts dabei gedacht. Und das war einer der ersten Videos mit 1 Million Klicks auf Repul damals einmal. Cool. Mit der weißen Mütze, dem das Senza Mano. Ich würde es gerne nochmal machen, aber jetzt ist es mittlerweile schon ein bisschen abgespeckter. Es geht immer noch, aber es ist ein bisschen schwerer. Na, schwieriger. 9A+. Neue Challenge. Genau. Ja, du bist schon ewig lang fast gefühlt in der Szene tätig, hast viel erst begangen, erschlossen. Der Klettersport hat sich extrem entwickelt in der jüngsten Vergangenheit und in diesen Jahren. Du hast in einem Interview mal gesagt, die jungen Boulderer von heute sind so unendlich stark, mit dieser Power müssten sie eigentlich viel schwerer klettern, als sie es tun. Warum tun sie es nicht? Vielleicht setzen sie sich selber noch Grenzen, indem sie sagen, ich will das wiederholen, ich will das machen. Vielleicht kennen sie diesen Zustand noch nicht, wo ich eben zuerst erklärt habe, wo die schwierigsten Moves auf einmal ganz easy werden und du fliegst das Teil darauf und die Schwierigkeit hast du nicht gespürt. Vielleicht kennen das viele nicht und sie trainieren sich halt das Niveau heran, was es braucht und machen dann das und setzen das unglaublich halt um. Das Kraftniveau ist wirklich gigantisch, was die für Power haben. Aber dann denke ich mir, wenn ich die Dinge immer noch probieren kann, ich habe aber ganz sicher nicht die Kraft, was sie haben, dann müssten wir viel die schwereren Teile klettern können. Das ist eher so eine theoretische, logische Erklärung für mich. Oder vielleicht wollen sie nicht so viel Zeit investieren, weil ich habe ab und zu halt wirklich viel Zeit auch in die Erstbegehungen investiert und jetzt machen sie halt mit der Trainingsvorbereitung halt die schweren Boulder in einer Woche oder 10 Tage oder 20 Tage. Zwar der Nalli hat für Burden of Dreams auch viele Versuche reingesetzt. Der hat viel investiert, ja. Aber er war auch immer am Feld. Ich weiß nicht, er hat das sicher noch nicht so spezifisches Krafttraining und wie es jetzt halt möglich ist und wie es halt jetzt normal ist, schon gemacht. Es ist jetzt einfach das Bouldern ist jetzt ganz hundsnormaler Spitzensport. Und du hast das technische Know-how, du hast das Trainings-Know-how, du hast das Essens-Know-how, du hast einen Personal Trainer, einen Fitness-Trainer und ein paar Manager, was da alles machen. Also es ist so wie jede andere Sport halt schlussendlich auch. Und früher, mir hat halt immer eine Lust angetrieben oder eine Idee, wenn du da durchgehst, so wow, du siehst das und dann gibt es halt diesen Funken der Kreativität oder so, wow, das ist Inspiration eigentlich. Und wenn du da halt dann
ein paar Jahre daran probiert, hast Pech gehabt. Abends haben wir es ja schneller machen können, aber ich bin immer so bouldern gegangen, durchspaziert und wenn ich dann was gepackt habe, dann hat mich das interessiert. Und ich habe schon oben mal wiederholt vom Fred Sachen oder in Heiko Tanks, dazu mal die schweren Boulder und 2009 auch noch das mit From the Dirt, weil ich wissen wollte, diesen New Standard früher, was man da geredet hat. Aber ich habe gemerkt, das ist ein anderer Zugang zum Bouldern, das ist nicht meins. Die größte Motivation und Lust habe ich beim Erstbegehen oder bei neuen Sachen machen. Und da kannst du so viel Energie mobilisieren. Vielleicht kennen das die Jungen noch nicht so. Du hast vorhin gesagt, ja, früher haben wir anders gebouldert. Du hast mir Bilder zur Verfügung gestellt, wie ihr früher bouldern gegangen seid. Ich habe mir die so angeschaut und teilweise alte Matratzen gesehen oder so dünne, schwabbelige Pads. Heute gibt es Matratzenlager unter den Blöcken. Sind die heutigen Profis einfach Weicheier? Der Steini würde sagen, ja. Ja, es geht halt, die Sicherheit, durch halt, also Angst wollen sie eigentlich nicht haben. Auch wenn sie dann Highballs klettern, aber wenn dann ein Meter Mattenboden unten liegt, dann denke ich mir, ja, das ist jetzt schon eine ziemlich safe Aktion. Ich glaube, hat jeder einen anderen Level von, was er emotional bereit ist zu geben. Für uns war das schon so ein bisschen, wir haben nicht mehr Matten gehabt und du hast gewusst, ab 3 Meter, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann tust du weh. Also früher war schon mehr kontrolliert, auch das Bouldern. Außer der Steini ist da gestanden, weil der hat mich natürlich gefangen in der Luft. Das war natürlich immer das Beste mit dem Thomas. Mit dem Thomas habe ich keinen Vollgas gegeben, weil der hat mich oft aus der Luft schon gerettet. Aber sonst war bei uns früher schon, da ist die Schlüsselstelle, die gröbsten Steine. Wir haben einmal einen Stein weggetan und das Absprunggelände ein bisschen präpariert. Ich hoffe nicht so schlimm, aber halt die Idee, dass wir so viel Matten organisieren, nur die Schlepperei und Tragerei, das wäre gar nicht möglich gewesen. Oder du brauchst ein ganzes Spotterteam, das die da mitgeht, sonst kannst du die Boulders heutzutage schon gar nicht mehr machen. Das Thema Matten- und Spotter-Teams bringt mich auf einen weiteren Punkt. Dreamtime ist so ein klassisches Beispiel. Es ist so der Ultraklassiker der Blöcke, kann man fast sagen, einer der berühmtesten Boulder, den kennt fast jeder. Wenn man heute da hingeht, dann gibt es Abfall, Erosion von den vielen Pads, es gibt zerrissene Crashpads, es gibt Pads, die werden dort gelagert, mit Ketten angebunden. Was sagst du da dazu? Ja, Gott sei Dank fange ich jetzt nicht mehr mit den Bouldern an. Ich finde es wirklich bedenklich, weil es wird halt alles auf den Sport, es wird nur auf die Leistung reduziert. Und was brauche ich, damit ich die Leistung am besten vollbringen kann? Eben genügend Matten, aber dass die Matten da abgesperrt werden, ja, schon eine schräge Kombination, aber sonst werden sie halt wahrscheinlich geklaut. Gell? Nein, der Sport, früher hat man gesagt, Bouldern ist der einfachste Sport, eine Matte, Schuhe und Magnesium. Und jetzt brauchst du einen ganzen Bus voll, dass das Material, was du für einen Boulder brauchst, dorthin bringst. Na, mir gefällt das natürlich nicht, aber man kann auch nicht groß schimpfen, weil die Entwicklung ist halt jetzt so rasant da hingegangen und es waren wenig Kritiker da. Ich habe immer schon Kritik geübt oder bei meinen Vorträgen die jungen Leute aufmerksam gemacht oder wenn ich in Hallen bin, das zum Reden, dass sie das bewusster machen. Aber es ist jetzt auch schon Normalität, gell, für alle. Wenn du jetzt redest, schauen sie an, als ob du aus der Steinzeit kommst. Aber niemand sieht eben die Erosion oder den Müll. Das liegt ja wirklich auf der Hand. Man schaut halt in die Weite und sieht den schönen Wald und die Felsen, aber im Detail beanspruchen wir die Natur schon im Übermaß mittlerweile, würde ich sagen. Kann man sagen, eigentlich das Outdoor-Klettern wird zum Rummelplatz? Es ist ein Rummelplatz, würde ich sagen. Ich sage nur Magic Wood, für mich ist das schon lange Action Wood. Dort siehst du das wirklich am besten. Und
Sogar wenn du durchgehst, ich habe Menschen gesehen, die sich extra stylen, parfümiert sind. Du hast die Ventilatoren, du hast die Soundbox da, die Crew, was hinter dir steht und schreit und tut. Die anderen machen Picknick, also es ist ein Rummelplatz. Und für mich war Natur und das Bouldern, boah, du gehst raus in die Natur, es ist ein Ort zum Runterkommen gewesen und dann hole ich mir die Energie zu meinem Sport machen. Also ich habe die Ruhe der Natur gebraucht und genossen und es war mit Inspiration. Ich gehe auch gar nicht gern bouldern, wenn der Platz schon so verwüstet ausschaut. Die Felsen dreckig, die Dickmarks und der Müll da. Da kann der Boulder noch so gut sein, also da fehlt mir die Motivation an dem Ort, was zu anfangen ist so verbraucht. Wir verbrauchen die Natur und in einem großen, schnellen Maße. Wir sind natürlich immer mehr Kletterer, Kletterinnen. Braucht es vielleicht sogar Zugangsbeschränkungen zu den Gebieten? Ich glaube, manchen Gebieten würde es gut tun. Aber ich glaube, wir müssen uns schon überlegen, wie weit soll sich das jetzt noch entwickeln, oder? Sollen wir noch einen Campingplatz zum Beispiel im Magic Wood wieder bauen, dass noch mehr Leute da reinkommen? Ist ihnen total egal, wie das ausschaut. Eben, wir reden all gerne über Umweltschutz und die anderen sollen was machen und der Staat und niemand tut was, aber auch im Kleinen passiert wenig. Jeder muss seinen Beitrag dazu beitragen. Also ich glaube, für manche Gebiete wäre eine Zugangsbeschränkung einfach sinnvoll. Oder wir sagen, ja, es ist eh egal, wie die Natur ausschaut und in 5 Jahren ist halt fertig und dann gehen wir nicht mehr. Die erholt sich schon wieder, aber das ist die falsche Information und was wir den nächsten Generationen mitgeben. Wenn die nächste Generation kommt und sagt, ja schau, die andere hat ja auch nichts. Ich finde Umweltschutz und Naturschutz einfach wichtig. Das war mir immer ein Anliegen und ich finde schon, es wird Sinn machen, in manchen Gebieten ganz sicher. Und was wäre denn nötig, damit sich was ändert? Also der Sport, der entwickelt sich in eine Richtung, die nicht ideal ist für die Natur. Was müsste denn passieren, damit es besser kommt? Ich glaube, es wird Zeit, was ich im kleinen Rahmen schon mache, man müsste in den Kletterboulderhallen in Deutschland, das habe ich eben auch schon ein bisschen gemacht, du müsstest die jungen Leute über die Natur aufklären, einen Vortrag machen, wie man sich in der Natur benimmt, auf was man vielleicht schaut. Man kann den jungen Leuten zum Teil auch nicht böse sein, die kommen, sagen, du kommst aus einer japanischen Großstadt und fliegst halt da in den Magic Wood. Du kennst die Natur ja gar nicht, also wo willst du dieses Regelwerk herhaben? Vielleicht ist es wichtig, dass sie nicht nur Kurse machen, wie man stärker wird und noch besser und Nutrition-Kurse, sondern auch, wie man sich in der Natur benimmt, weil es scheint, das Gefühl und der Respekt für vielen Menschen abhanden gekommen zu sein. Gell? Da gab es viele Punkte, wo man meinte, und ich bin halt in der Natur aufgewachsen, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Für mich ist es das normal, dass ich den Bauern nicht störe oder dass ich überhaupt keine Menschen störe, wenn ich mich draußen bewege. Dass ich schaue, dass das sauber bleibt und dass ich nichts kaputt mache. Ich glaube, das sind alles Punkte, die man jungen Leuten vielleicht im Gespräch erklären muss und die sagen, ja, eh klar. Aber es gibt halt wenige Vorzeigebilder, die das machen. Vielleicht müsst ihr den Chris Sharma fragen, dass er das mit mir macht, weil er so bekannt ist. Und vielleicht würden sie auf den horchen, als wenn ich was sage. Wir haben jetzt immer ein bisschen, ich sage jetzt negativ gesprochen über die jungen Leute, dass es schief läuft heute. Aber was machen die jungen Leute heute gut? Wo findest du, hey, cool? Ja, aber vielleicht muss man so sagen, ich tue die jungen Leute nicht ankreiden und dass es wirklich schief läuft. Dass es schief läuft, sehen wir meiner Meinung nach auf der ganzen Welt, dass es in eine Richtung geht. Es ist einfach cool, dass die jungen Leute Sport machen, rausgehen, Bewegung sich fordern und so genießen, ihren Spaß haben. Aber ich finde, ein bisschen mehr Respekt oder Sensibilität oder Awareness. Alle reden auf Aufmerksamkeit und alle machen sie Yoga und Meditation und Kurse, aber man merkt draußen wenig, dass da was auch in der Natur Aufmerksamkeit braucht. Drum, man kann ihnen nicht böse sein, weil irgendwie leben mir das ja auch vor oder viele andere. Die Jungen, was ich cool finde,
ich finde es so lässig, wie es in die Gruppen so scheint, dieser Zusammenhalt, diese Happiness, sich gegenseitig unterstützen da zu sein, dass sie in Gruppen auch was machen. Ich finde es cool, dass sie Sport machen schlussendlich, gell, und sich aktiv bewegen ist besser, als wenn sie halt da hängen, aber es sind nichts tun und halt nur Social Media, Filme, YouTube anschauen. Was machen Jungen sonst gut? Diskutieren gerne über gerade. Und jeder scheint besser zu sein wie der andere und weiß auch mehr wie der andere. Ja, sie haben besseres Material. Bessere Voraussetzungen. Ja, Klettergebiete, Gresciano, Magic Wood, überall kommt es zu Problemen aufgrund der Masse, die da plötzlich auftaucht in den Gebieten. Fontainebleau, weitere Beispiele. Jetzt vergangenes Wochenende war Osterwochenende, war wieder viele Leute haben gecampt in Chronico, Abfall ist rumgelegen. Du warst ja über viele Jahre in Indien und hast in Raksham, Raksham, ein Bouldergebiet, ja ein Boulder-Mekka, muss man sagen, erschlossen. Wie sorgst du dafür, dass es dort nicht so weit kommt? Ja, wir haben da auf mehreren Ebenen nachgedacht, wie wir das verhindern. Weil wenn du da oben die Natur siehst und die Berge, dann war es uns mir vor allem ein Anliegen, dass das da oben nicht passieren darf. Weil ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt ins Avrestal gehe und den Wald sehe, weil irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich, dass der Wald so ausschaut. Wir haben das publiziert, wir haben das so, nicht Werbung machen, wir haben das publiziert und weitergeben. Dass das so einen Ansturm bekommt, hätten wir damals ja nicht gedacht. Drum haben wir Raksham jetzt 10 Jahre geheim gehalten, mehr oder weniger. Ich wollte es nur im kleinen Rahmen wachsen lassen, dass das da überhaupt nicht geht. Und jetzt veröffentlichen wir das mit ein bisschen am Regelwerk. Erstens haben wir zur größten Sicherheit haben wir einen Kletterclub in Indien gegründet, den Raksham Mountain and Adventure Club, dass die Einheimischen dort anfangen zu klettern, dass ich die jungen Leute vom Dorf einbinden kann. Und die haben in Indien natürlich nicht verstanden, wenn ich über Nachhaltigkeit rede, was damit gemeint ist. In Indien über Nachhaltigkeit zu reden, ist wirklich eine andere Welt. Aber jetzt, die jungen Leute verstehen das. Die sehen auch die schlechten Beispiele in Indien, wo viele Touristen sind, wo viel los ist. Da bleibt Müll übrig und die Natur leidet. Und die jungen Leute vom Dorf wollen das nicht. Jetzt haben wir einen reglementierten Zugang eigentlich gemacht. Wir haben ein Wegenetz aufgebaut, zusammen mit den Einheimischen. Und wenn jetzt du da hingehst bouldern, dann musst du jetzt mal die ersten 2 Tage mit den einheimischen Jungs bouldern gehen. Sie zeigen dir die Wege, sie bringen die in die Sektoren, damit du das Gebiet kennenlernst und das halt nicht wild durch die Gegend laufst und das nicht halt deine eigenen Wege wieder machst. Sie zeigen dir die Sektoren und dann bist du da. Nachhaltig in Indien ist für mich, das Dorf soll profitieren einmal von dem Tourismus. Weil der Tourismus kommt jetzt sowieso. Nachhaltig ist, wenn die jungen Leute und die nächste Generation in Raksham und das Dorf davon profitiert. Deswegen haben wir auch ein Permit eingeführt. Das sind jetzt für mich sind es jetzt $100, wenn ich da hingehe. Auf die Inder zahlen jetzt eigentlich nichts oder ein Rupee. Studenten zahlen auch nicht so viel. Das ist diskutierbar ein bisschen, aber da gebe ich zumindest von meinem Reichtum, wir sind alles aus dieser reichen Welt, vom Westen, da gebe ich zumindest ein bisschen was ab, wo wir in die Dorfstruktur investieren, wo wir in den Kletterclub investieren. Also vier Jungs aus dem Dorf machen jetzt schon eine Alpinausbildung und das zahlen wir. Und wir haben von Anfang an gesagt, die Dorfleute dort sagen, wenn genug Leute da sind. Also es kann nicht passieren, dass auf einmal hunderte Leute da kommen und der Wald wird da überflutet, weil dann wäre schon alles zu spät. Sondern jetzt schauen wir mal, wie das wächst und vielleicht, wenn einmal 100 da sind oder 120 oder das ist riesig, dass die sagen, okay, jetzt sind ja genug Leute da, lassen es so. Die Natur darf nicht leiden, ist unser Ziel. Wie bist du überhaupt jetzt einen Schritt zurück machen auf dieses Gebiet gekommen? Ich meine, es ist irgendwo im Himalaya-Region.
Wie kommst du darauf, da nach Blöcken zu suchen? Ja, gute Frage. Ja, ja irgendwie Himalaya hat mich immer schon fasziniert. Weil mein Onkel war immer Himalaya Bergsteigen, der ist halt auf die 8000er raufgeklettert. Aber ich wollte diese Berge sehen. Die Alpen sind auch groß und schön, aber der Himalaya hat halt immer eine Faszination auf mich ausgeübt. Und ich habe dann einen anderen Kollegen mal besucht und der war schon drüben und dann habe ich halt so Bücher geblättert und sehe dann so ein Bild und dann dachte ich, wow, da liegen sicher ein paar Blöcke rund, gehen wir dieses Tal suchen. Also eine totale idiotische Idee. Gehen wir da im Himalaya suchen und schauen, ob da Boulderblöcke sind. Aber eben die Idee war ja auch, im Himalaya zu reisen. Und wenn wir Glück haben, finden wir nachher noch ein super Gebiet zum Klettern oder Bouldern, was auch immer. Und dann bin ich mit dem Fred Nicole und dem Elie Chevieux, war ich 2010 zum ersten Mal in Indien. Wir haben uns eine andere Region angeschaut und dann habe ich die zwei überredet, mit mir in diese ganz abgelegene Region, das ist ja schon eine tibetische Grenze, da bist du ja schon fast eigentlich im Tibet, wo wir jetzt da sind, überredet und wir fahren hin und es war ein Glücksgriff, als ob mich dieses Tal hingezogen hat. Also ist das Paradies, was ich da gefunden habe für mich. Und du hast ja beim letzten Treffen gesagt, dass Rocklands ist nichts dagegen von den Dimensionen oder Cresciano, Chironico. Ja, also mit Rocklands kann man es vielleicht jetzt nicht vergleichen, weil Rocklands ist ja schon ein riesiges Gebirge, aber dieses Tal, jetzt haben wir seit 10 Jahren, ich glaube es gibt jetzt 500 Boulder oder mehr, 10 Jahre entwickelt, aber ich habe noch nicht alles gesehen. Also es ist sicher eines der größten Granitbouldergebiete dieser Erde. Ich habe jetzt noch nichts anderes gehört oder gefunden. Das Potenzial ist noch unendlich, also wir haben jetzt nur das Beste gemacht. Ich weiß nicht, Rocklands wird jetzt schon ein paar tausend Boulder haben. Rocklands ist glaube ich schon größer, aber das sind ein paar Magic Woods, also für mich ist Magic Valley. Magic Valley ist der Name, den du dem gewählt hast. Wir nennen es glaube ich Shangri-La. Ich arbeite gerade an einem Führer, also es gibt schlussendlich auch einen Topo-Führer mittlerweile, also noch nicht fertig, aber den gibt es irgendwann mal. Ich glaube, das Shangri-La nennen wir es. Es war von Anfang an eigentlich unser Shangri-La, dieser versteckte, mystische Ort irgendwo im Himalaya, wo alles gut und schön ist, wo die Menschen glücklich und happy sind und mit den Göttern verbunden sind. Das ist ein Buch eigentlich, wo ich sie da gelesen habe. Ja, wir hoffen ja, dass es nicht aus Magic Valley dann Action Valley wird, oder? Nein, das hoffe ich nicht, aber wie gesagt, ich hab das Projekt mit den Einheimischen aufgebaut. Es gibt ein Reglement, es sind Richtlinien, es sind ja nicht, es müsste so gehen und das müsste gehen und so, sondern es soll eigentlich die Menschen so berühren, dass sie da hingehen und sehen, wow, das ist so ein spezieller Ort, es ist ein Geschenk, dass ich da sein kann und da nachher noch klettern. Also bewege ich mich in dieser Umwelt einfach respektvoll. Du hast mehrere Jahre in Indien, in diesem Ort verbracht. Wie hat dich diese Zeit geprägt? Ja, ich habe fast 3 Jahre meines Lebens in dem Dorf schon verbracht. Es sind unglaublich viele Bekanntschaften entstanden. Ich kenne schon das ganze Dorf. Auch das ganze Dorf, das ganze Tal kennt mich irgendwie. Es war für mich wie ein zweites Mal auch mit Bouldern anzufangen, weil man kennt halt die Schweiz. Also ich kenne nicht die ganze Schweiz, bis Schweiz gibt es auch noch viel Potenzial, aber Magic Wood, Tessin, man kennt die Orte und da stehst du auf einmal in diesem Dorf und du hast so viele Felsen, da war mir klar, diese Felsen sind so viel, die kann ich in meinem ganzen Leben nie alle anschauen. Ich kann nicht jeden einzelnen Felsen überblicken und ich habe wirklich mittlerweile schon viel angeschaut. Es war schön dort in Ruhe, der Boulder-Trubel ist ja in Europa schon losgegangen. Und da drüben habe ich die Uhr nochmal zurückgestellt mit meinen Freunden und wir haben wieder angefangen zu putzen, wie im Auerstal früher. Jeder macht so seine Sachen, so Sektor für Sektor gerichtet. Schwere, leichte, es gibt Boulder in allen Graden, weil ich putze nicht nur die 8A's nach B's, nach C's, sondern ich habe Freude an einem coolen 7A oder 6C, technische Platten. Schlussendlich machen wir immer Sektoren, damit du mit deinen Freunden hingehen kannst, dass für jeden was dabei ist. Und wir haben viele Kinder im Dorf leichte Boulder geputzt, damit sie den Sport auch probieren können. Es ist
bisschen ein Rückzug oder eine Pause von dieser hektischen Welt da und die Menschen dort, das sind alles auch Buddhisten eigentlich oder Hinduismus, Buddhismus, Mischung, die haben uns da aufgenommen und freuen sich, wenn wir kommen. Und ich bin einfach jeden Tag fasziniert von der Natur und den Bergen. Wir haben jetzt viel über sozialen, nachhaltigen Tourismus eigentlich gesprochen, den du ja in Indien eigentlich schlussendlich verfolgen willst. Jetzt reden alle von Klimakrise und jetzt gibt es dieses Gebiet in Indien. Dann sagt man Leuten, flieg nach Indien zum Boden. Ja, das ist natürlich, das Wort nachhaltig ist schon ein großes Wort und wir horchen da gar nicht so drauf, weil alle Firmen arbeiten nachhaltig, die Staaten sind nachhaltig, alles ist nachhaltig und es geht immer noch gleich den Berg runter, könnte man so sagen. Für mich beginnt Nachhaltigkeit zu Hause. Was ich esse, wo gehe ich einkaufen, was für Kleider verwende ich, lasse ich Sachen reparieren. Und wenn es ganz genau nimmst, eben die jungen Kids, was dann, oder wenn sie dann sagen, ja, der Flug, aber dann schau mal deine Internetstunden, wie viel Zeit verbringst du im Internet? Weißt du, wie viel Energie die ganzen Server auf YouTube und Instagram und Snapchat und wie viel Energie die fressen? Also das ist ein riesiges Thema, aber anfangen muss, glaube ich, jeder bei sich selber. Wo kann ich halt da Einschränkungen machen oder wo gehe ich bewusst mit dem um? Ich bin sicher Profisportler, das ist schon mein Job. Ich bin früher 5, 6 Mal um die Welt gereist, in einem Jahr wahrscheinlich. Zuerst Amerika, dann Rocklands und Ding. Seit 10 Jahren mache ich da eigentlich nur mehr eine Reise. Vielleicht hat es auch Jahre gegeben, wo es 2 Flüge waren. Mache meine Reise nach Indien, bleibe dann 3, 4 Monate. Das ist immer ein Kompromiss, wo man eingeht. Also ich kann nur diese CO2-Emissionen bezahlen mit Baumsätzen, also man kann da überall was reintun. Für mich ist die Nachhaltigkeit dann schon wirklich in dem Fall gedacht, dass das Dorf nachhaltig profitieren kann von dem Ganzen. Und ich schaue bei meinem Einkauf, beim Essen, beim Shoppen, dass ich so viel wie möglich bewusst Energie sparen kann oder halt zu Hause einfach das umsetzen kann. Muss jeder für sich selber finden, weil mit dem Finger auf den anderen zeigen ist wirklich easy, weil ich habe ein Auto, ich würde gerne ein Elektroauto haben, kann ich mir nicht leisten. Und dann wissen wir auch noch nicht, wie das ist mit den Batterien. Gell? Ich fahre jetzt nur mal jedes Wochenende auf die Schnelle ins Tessin, weil ich Lust habe, sondern ich überlege mir meine Autofahrten. Oder es wäre cool, wie der Freddy Kohl früher, der ist viel geflogen, aber in Europa ist er immer mit dem Zug unterwegs gewesen. Gell? Immer ist der Freddy mit dem Zug, da ist ihn abgeholt, gehe alleine bouldern, hole ich noch 2, 3 Leute ab, wie machen wir es mit den Autos. Ich glaube, muss wirklich jeder selber bei sich anfangen und schauen, da könnte ich könnte es beim lokalen Bauer kaufen, ein lokales Geschäft unterstützen. Da fängt es für mich Nachhaltigkeit an. Ouais, bien. Du hast vorhin gesagt, in Rakcham, du seist an einem Boulderführer. Wann kommt der raus? Vielleicht schon Ende des Jahres. Es war wirklich der Plan, der Boulderführer ist fertig. Ich kann ihn heute leider nicht zeigen, weil ich ihn verschickt habe. Es ist eigentlich, wir machen da wirklich was Schönes, Spezielles. Aber Ende des Jahres wird er fertig sein, weil sonst die Leute müssen wissen ungefähr, wie viel sind Cs. Also wir haben noch nichts bewertet. Wir müssen jetzt 500 Boulder bewerten. So gefühlsmäßig wissen wir schon, wo das ist. Aber ich habe jetzt mit den jungen Kletterern geredet oder mit den Leuten, die schon drüben waren, die würden sich freuen. Und vor allem auch die indischen Kletterer brauchen jetzt das Buch, damit sie sich orientieren können und eben nicht wild durch den Wald laufen. Und ich hoffe, dass das Buch auch einen positiven Beitrag dann zum ganzen Projekt bietet. Vielleicht verkauft man sogar ein bisschen teurer, dass wieder ein Teil vom Geld in den Kletterclub investiert wird. Aber eben die Abenteurer fehlen, weil ich brauche jetzt kein Buch. Wenn ich diese Bilder sehe, das sind ja verrückt schon tausende Bilder im Netz, dann würden mir als Boulderer das reichen zum Hinfahren und schauen. Ich muss gar nicht wissen, wie schwer sie sind.
Aber die Leute wollen wissen, was es für sie da drüben zum Holen gibt. Wie viel sind C, sagt A, sagt B, sagt C ist ungefähr. Und wir werden ihnen diese Informationen liefern. Und so soll das ganze Buch aufgebaut werden. Und was du sonst noch für Möglichkeiten im Dorf hast, wen du kennenlernen kannst. Oder dass da jemand so eine Decke da zum Beispiel drüben macht und du somit den Schneider im Dorf unterstützt. So viele Kleinigkeiten, das wird alles in dem Buch drinnen stehen und so geschrieben, dass vielleicht die Menschen sagen, wow, ja, wir genießen den Ort und wir gehen ein bisschen behutsamer damit um. Es ist wirklich, ja, einer so schönen Gebiete, die ich kenne. Weil du wohnst auf 3000 Meter, du hast 5000, 6000 Berge um dich. Nur dieses Ambiente dort zu sein und die Menschen und dann die Felsqualität ist auch der Wahnsinn. Du hast verschiedene Granite im selben Wald, verschiedene Felsen von der Seite auf der Seite. Das ändert sich alle paar Kilometer, die Felsstruktur oder das Gestein sogar. Ja, es ist ein Paradies und jetzt hoffen wir, dass das auch ein bisschen paradiesisch bleibt. Wir haben jetzt die Entwicklung angestoßen. Wohin das geht, weiß ich nicht. Ich möchte so nicht bis zum Schluss jetzt kontrollieren. Ja, das sollen schlussendlich die Jungen im Dorf. Es ist ihr Land, es ist ihr Wald. Die Menschen dort sollen das so regeln schlussendlich und die Richtung weiter vorgeben. Ich habe jetzt den Grundstein gesetzt und bin schon neugierig, wohin das führt. Also hoffentlich zu keinem zweiten Actionwood, das war cool. Aber wer weiß, wenn in Indien das Bouldern auf einmal so bekannt werden sollte wie jetzt in Europa, das war ja Wahnsinn. Dann kommen viele Inder. Aber deswegen muss man es reglementieren. Ich finde, dass die Natur nicht durch unseren Sport leiden soll. Hast du noch was zu Raksham, wo du findest, hey, das würde ich gerne noch Punkte? Also, du hast es ziemlich gut getroffen. Also. Wir haben uns noch überlegt, dass du gingst ja zu einem Schamanen, als du die Verletzung hattest. Ich hatte den Eindruck, das Thema Spiritualität schwingt bei dir immer ein bisschen mit. So, gibt es für dich einen Ort, den du wie aufsuchst, wenn du Ruhe brauchst oder deine Gedanken sortieren musst? Eben. Grundsätzlich lerne ich, dass du das immer überall machen kannst. Dass du nicht irgendwo hinflüchten musst, damit du in dich kehren kannst, aber gesunde, intakte Natur oder der Himalaya natürlich unterstützt halt das natürlich ganz brutal, oder? Und dann bist du dort in einer buddhistischen Region und die Menschen leben diese Religion oder also der Glaube, der ist echt tief verwurzelt und du spürst das auch bei den Gesprächen oder wenn du die Menschen beobachtest. Du siehst da die alten Leute auch mit einem Smile auf dem Gesicht, wenn sie die sehen und die Augen leuchten. Das ist mir in Europa ein bisschen abhanden gekommen, also das muss man in Europa suchen. Das hat mich schon sehr inspiriert und ich habe auch mal mit Yoga, ich habe erstens mal alle Religionen ein bisschen studiert, auch das Christentum und die Religion. Buddhismus, Hinduismus, habe mich viel mit Yoga befasst. Erstens auch, wie man das im Sport gesundheitlich helfen kann. Die Idee von Yoga grundsätzlich ist ja wirklich schön. Und durch die Verletzung bin ich dann, das war ein Grund, nach Indien. Ich habe zuerst in Europa mit den Ärzten zusammengearbeitet, habe das Standard-Physioprogramm gemacht und habe mal geschaut, was die Standardmedizin mir jetzt da bietet, diese Verletzung heilen zu können. Die Nervenverletzung in der Wirbelsäule meinst du jetzt? Oder eben, es waren eigentlich zwei Verletzungen. Es war einmal die Halswirbelsäulenverletzung am 5. und 6. Wirbel. Das war knapp, dass ich eigentlich nicht gelähmt war von da. Das war knapp. Aber zusätzlich durch einen Aufprall auf dem Boden hat es mir unterm Schulterblatt einen Nerv abgetrennt. Und deswegen habe ich dann eben die ganze die Muskulatur da verloren. Teres Major, Serratus, Antoria, das war ja alles weg. Und ich habe es nicht mal gemerkt, weil ich habe Ruhe gegeben, um die Wirbelsäule heilen zu lassen, ohne OP. Und dann war es okay, jetzt kann man wieder aktiver sein. Und dann wollte ich klettern gehen und immer so einen Griff und dann tut es. Also ich habe keine Kraft mehr in der Hand gehabt. Und dann habe ich erst gewusst, ja, hey, da hinten ist ja alles weg. Es ist
Das war so ein schleichender Prozess, aber der Nerv war kaputt und so sind die Muskeln kaputt gewesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt trainierst du mal. Aber wie gesagt, eben, in Europa haben die Ärzte gesagt, das ist nicht mehr möglich. Also es hat zu der Zeit drei Menschen gegeben in Europa, die Nerven transplantieren können. Also, und der sitzt in Wien im AKH. Und die können mittlerweile schon, eben wenn jetzt das am Oberschenkel passiert oder der Bizeps wahrscheinlich, können die Jungs wirklich schon Nerven transplantieren und woanders holen, einbauen. Und der hat dann da hinten gesagt, die Hand war schon recht mobil. Er hat gesagt, der Herr Zangerl, es ist ein Wahnsinn, dass diese Hand schon so funktionstätig ist, aber Spitzensport wird nicht mehr möglich sein. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal in die Himalaya und schaue, wie ich mit dem umgehen. Habe dann mit Yoga und Konzentration und Meditation viel gearbeitet. Habe mich wieder ein bisschen weitergebracht, aber für mich war eigentlich am Ende vom Himalaya klar, ja, Spitzensport ist vielleicht doch nicht mehr möglich. Und dann bin ich wieder in die Schweiz gekommen und dann hat mir meine jetzige Freundin gesagt, ich soll zum Roland gehen. Das ist der Roland Weschle. Das ist eigentlich ein Heiler. Und ich habe das nicht gekannt. Ich habe schon gehört, in der Schweiz, es gibt Menschen mit Heilkräften. Also Naturheilpraktiker quasi? Ja, nein, also Heiler. der war wirklich ein Heiler. Der ist verbunden mit Jesus Christus. So, das ist halt das, was ich gehört habe. Und dann habe ich gedacht, geh halt mal zu so einem Seminar. Ich hab nichts mehr zum Verlieren, oder? Ich bin aber durch das Yoga und durch die ganzen Geschichten sehr offen für so Sachen. Eben, ich setze mir keine Grenzen. Und bin da ganz offen da hingegangen und habe mir gedacht, da waren dann alles Schweizer Frauen oder aus Deutschland, Österreich, die bei ihm in der Ausbildung sind. Jeder Mensch kann Heiler lernen. Jeder Mensch hätte diese Begabung, wenn du daran glaubst und wenn du deinen Glauben dann noch mit dem da oben verbinden kannst. Ja, jedenfalls war ich beim Roland dieses Wochenende. War ein Wahnsinn, da habe ich tatsächlich unglaublich gearbeitet. Ist unglaublich viel passiert und am Schluss sagt er, ja, den Rest kannst du selber machen. Und ich bin eine sehr spirituelle Person. Also wenn ich über Religion rede oder über Jesus, hat das nichts mit der Kirche zu tun, wie wir das da draußen kennen. Aber die Person Jesus Christus und auch wie du dir diesen Gott vorstellen willst, oder? Es gibt auch noch ganz was Intelligentes und das werden wir Menschen hoffentlich nicht so schnell erreichen, das werden wir nicht erreichen. Und 2 Monate später, nach dem Roland, habe ich mein Comeback gefeiert und habe mit Into the Sun eine der wildesten Routen geklettert, wo es wahrscheinlich gibt, nur der Jakob hat es wiederholt. Und seitdem besuche ich den Roland regelmäßig und probiere auch Freunde dazu zu überreden, dass sie es probieren, aber du musst eine gewisse Offenheit für das auch noch haben. Aber ich habe schon so oft gesehen, dass Dinge möglich sind, wo jeder sagt, das geht nicht, ist mir selber passiert. Es ist so viel möglich, wir leben. Ja. Schau dir einen Shaolin-Mönch an und wo unser Klettern jetzt gerade steht. Da haben wir noch viel Potenzial. Ja, über den Glauben kann man sehr viel steuern, ja, und erreichen. Ja, ich glaube, deswegen gehe ich auch zum Projekt, ist auch ein Glaube. Du glaubst an dich, dass das funktioniert, dass du das mal umsetzen kannst, dass du dich weiterentwickelst. Aber der Glaube hat mir durch das Reisen und eine größere Bedeutung. Oder? Wir haben immer die ganzen Bücher da, ich habe mich mit allerhand jeglichen Glauben befasst und irgendwie meine Verbindung mit Jesus war irgendwie immer da, auch wenn ich sie zuerst nicht so verstanden habe. Aber wenn du mal so viele Bücher gelesen hast, dann entwickelt sich so ein bisschen ein Bild und eine Sicherheit. Und dann, das passt bei mir da zusammen, wenn ich dir dann sage, wenn du dann diese schwersten Boulder da so raufspazierst und du bist in einem Zustand, wo du dir nicht erklären kannst, ja, das sind ja auch unerklärliche Dinge, wenn die Schwierigkeit auf einmal nicht mehr da ist. Die schwersten Züge sind auf einmal easy und leicht. Ist auch ein Glaube oder eine Verbindung mit etwas da, was wir uns nicht erklären können. Und wir Menschen wollen jetzt immer alles erklären und es muss geprüft sein, oder? Die Ärzte die arbeiten alle nur auf Statistik, es muss immer einen Test und ein Siegel geben und sonst gibt es nicht. Wenn der Arzt dir sagt,
wenn ich dem Arzt geglaubt hätte, dass ich nur Spitzensport machen kann, der sagt ja, Spitzensport ist nicht mehr möglich. Und ich sage, ich gehe mit dem raus und ja, das ist nicht mehr möglich. Dann ist fertig, dann passiert das auch nicht mehr. Gott sei Dank habe ich so ein inneres Kind gehabt und gesagt, weil mein Ding war, das werden wir sehen. Ja, der Glaube an dich selbst, ja. Ja. Und ich glaube, wir können uns mit einem übergeordneten, eben in Esoterik reden sie halt von Energie und Kräften. Das ist ein sehr riesiges Thema. Es ist was da, wo du dich verbinden kannst. Und die stärkste Kraft, die kannst du dann göttlich nennen oder Jesus oder Christusbewusstsein. Da ist ganz, ganz viel möglich. Ich meine, Jesus war ein Heiler, wenn du siehst, was er früher gemacht hat. Wenn nur das lesest, der hat nur Leuten geholfen, dass sie wieder sehen, dass sie wieder hören, dass sie einmal aufstehen. Und ich glaube, dass das möglich ist, ja. Du hast es ja selbst erlebt, an deinem Körper quasi. Ich habe es selber gesehen, ich habe es an mir gesehen und ich habe Freunde, die auch geheilt worden sind. Eine Freundin von mir, die hat ein Kind, die war schwanger. Und dann haben die Ärzte gesagt, sie soll das Kind besser nicht kommen, es wird ohne Magen auf die Welt kommen, sie wird so schwer krank und behindert. Und die haben durch Gebet mit Roland und Glauben ist ein gesundes Kind da. Also da gibt es auch Tests, dass das vorher so war. Ein Freund von mir war taub, auch von diesem Ohr, der hört jetzt. Und in Afrika gibt es es auch, aber in diesen Ländern ist es viel einfacher, weil diese Leute in Afrika oder in Südamerika, da gibt es wirklich Menschen, wo Heilungen passieren. Der Glaube ist so stark, weißt du, die wissen mal, wenn der Mann jetzt kommt, der hilft mir. Weißt du, die sind so arm, auch. Die glauben voll an das. Die sagen mal, wenn der Mann kommt und der hilft mir und dann kommt der und er tut was mit dir und da passiert was und da siehst du mal, was im Kopf möglich ist. Gell? Und das kann man umsetzen ins Klettern, ins Leben, dass die Welt dann schöner und sich besser entwickelt oder nicht besser. Ich hoffe so umwelttechnisch, dass wir uns ein bisschen weiterentwickeln. Oder der Respekt gegenüber jeglichem Leben und unter uns halt. Wenn du zur Perspektive nach vorne, du bist jetzt 44 Jahre alt, glaube ich. Ja. Irgendwann sagen nicht mehr die Ärzte, Spitzensport, bist du dann doch jetzt am Ende, sondern du vielleicht auch selbst. Hast du irgendeinen Plan B? Oder wie siehst du dich in 10 Jahren? Ich habe noch keinen Plan B. Mir macht das Klettern nach wie vor immer noch so viel Spaß wie früher. Ich komme schon an meine Grenzen, natürlich jetzt, und es wird dann immer alles funktionieren. Nein, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wann die Grenzen kommen. Also wenn dieser Boulder, was ich da letztes Jahr in Indien gemacht habe, war für mich wieder so ein Schritt weiter. Das ist ein Zug, ob das 8B oder 8B Plus ist, ist mir total wurscht. Weil einen Zug bewerten ist ziemlich sinnlos. Aber der Giuliano hat eben viele Sachen wiederholt, hat ein Gespür für das und die junge Szene wird das vielleicht so sehen. Ich habe letztes Jahr so die schwersten Einzelzüge in meinem Leben geklettert. Das sind so Einzelzüge, 2, 3 Zugboulder. Das war noch möglich. Das heißt, vielleicht gehe ich auch mal das Burden of Dreams noch probieren. Aber ganz sicher, vielleicht gehe ich auch in Zukunft noch ein bisschen für mich klettern. Jetzt über Klettern nicht aufhören. Ich probiere gerade eigentlich den schwersten Boulder, was ich je gefunden habe. Ob ich den bis zum Ende durchklettern kann, weiß ich nicht, aber die Passagen werden immer besser. Ist der in der Nähe? Der in der Schweiz, ja. Gibt es ein Bild, ein Secret Spot, ist es der Boulder? Ich glaube, Bild hast du noch keins, wohl auf Instagram. Auf deiner Website hat es ein Bild, da steht Secret Spot. Ich dachte, was ist das für ein Boulder? Okay, da fehlt mir jetzt das Bild, das müssen wir noch anschauen. Ja. Ja, das ist schon ein Secret Spot eigentlich. Das ist einfach ein Block irgendwo im Sieht Wald. alpin aus, oder? Nein, der ist gut versteckt, ja. Und da passt jetzt noch ein bisschen rum und ich bin selber neugierig, ob ich in meinem Alter meinen Körper noch so weit hinbringen kann. Aber ich habe gerade die Woche, weil wir über das reden, habe ich einen 91-jährigen Shaolin-Mönch gesehen bei seinen Übungen, habe ich gedacht, ja, wieso nicht da? Ich muss sicher mehr Pausen machen, noch mehr also es gibt sicher mehr Pausen. Und ich kann sicher nicht so viele 8Cs klettern, als die anderen machen, aber ich kann nicht mal vorne die Züge machen.
Ich meine, das kann doch nicht das Ende der Fahnenstange sein, schlussendlich. Gell? Also ich bin ein bisschen am Rumtüfteln. Ich war immer ein Tüftler im Sport, weil auch beim Training haben sie zu mir gesagt, ja, so wie du tust, kannst du gar nicht stark werden. Und ich habe mich im ersten Jahr für 7 B-Routen, nächstes Jahr habe ich auch A geklettert, das nächste Jahr auch B, ich habe in 3 Jahren auch C geklettert. In 2 Jahren habe ich für 7 A-Boulder, 3 Jahre später habe ich Dreamtime mit 8C geklettert. Und erst seit meinem Unfall habe ich mich ein bisschen mehr mit Training befasst. Vorher war Training jetzt nicht so ein großes Thema. Und jetzt spiele ich da ein bisschen rum und vielleicht kann ich die Informationen dann später mal weitergeben. Aber ich probiere da recht unorthodoxe Sachen aus und schauen, ob sie funktionieren. Aber wenn das Teil in der Schweiz geht, eben das ist gefühlt 9a oder schwerer, vielleicht schenke ich es am Wilbosi oder lade die Jungs einmal ein. Aber jetzt bin ich schon recht gut an die Passagen. Das Zusammenhängen ist noch ein bisschen utopisch, aber mal schauen. Cool, dann bin ich beruhigt. Ich muss keine Angst haben, dass du nächste Woche in Pension gehst. Wir werden also noch ganz viel von dir hören und sehen. Ja, also ich bleibe sicher noch dran, ja. Cool. Und habe Freude. Ja, Bernd, wir machen jetzt mal Schluss. Wir schauen noch ein paar coole Bücher und Passagen an. Herzlichen Dank schon mal für das Gespräch, das wir mit dir führen durften. Ja, danke dir fürs Vorbeischauen. Na, freut mich, auch dieses Thema mal ein bisschen in der Öffentlichkeit weiterzubringen. Es geht halt in diesem Sensationssport heutzutage unter. Gell? Früher hat man ein bisschen mehr darüber geredet, aber eben, es geht ja nur mehr um Leistung. Und es ist wirklich wichtig, dass man das andere Thema auch ein bisschen anschaut. Cool, dass du da bist. Danke. Merci dir, danke.